Nach der Premiere im Vorjahr gehen die M1 Rallye Masters 2017 ins zweite Jahr. Das Reglement wurde leicht angepasst und auf mehrere Jahre fixiert. Neu ist 2017 vor allem die Kategorie LG2 für weniger leistungsstarke Fahrzeuge. Am Kalender stehen jetzt 7 Rallyes, wovon aber nur die besten 4 gewertet werden, sodass man das Budget nicht überstrapazieren muss. Beim ersten Lauf Mitte März im Rebenland stehen 4 Teams am Start. Angeführt wird das Feld von Günter Knobloch im neuen Subaru WRX STI. Enrico Windisch im Renault Clio möchte nach seiner nicht ganz glücklichen Premiere im Vorjahr viele Kilometer sammeln. Michael Röck im Ford Fiesta startet nach dem Gewinn des Racing-Rookie-Bewerbes in seine überhaupt erste Rallye und Martin Ritt zeigt dem Mazda 323 der ersten Generation, wie günstig man auch 2017 noch Rallye fahren kann. Nach kleineren Eingewöhnungsschwierigkeiten im Subaru gewinnen Günter Knobloch und Jürgen Rausch doch wie erwartet. Windisch und Röck fahren beide sicher ins Ziel, was bei diesen Sonderprüfungen mit extrem vielen Cuts und folglich viel Schotter auf der Straße gar nicht so einfach ist. Martin Ritt und Anna-Maria Obernhuber im Mazda haben zwar mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, kommen aber trotzdem tapfer ins Ziel am Samstagabend. Bei der zweiten Rallye im Lavantal ist das Starterfeld gleich doppelt so groß. 8 Teams starten in Olsberg, darunter ist mit Daniel Sattler wieder ein weiterer Rallye-Rookie. Mein Auto ist mehr oder weniger serienmäßiger Mitsubishi Evo 10 GSR. Ist ein GSR-Modell, das heißt, es ist nicht homologiert, deswegen in der M1-Klasse startberechtigt. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin nicht nervös, die liegen. Es war schon sehr viel Vorbereitung, wir haben ein bisschen was getestet, auch schon ein bisschen was kaputt gemacht. Natürlich gehen wir so am Start, dass wir sagen, wir schauen uns das Ganze einmal an. Wie läuft es hin und her, aber wir sind sicher nicht da, um langsam zu fahren. Der M1-Vorjahressieger René Sampel greift im Lavantal zum ersten Mal in dieser Saison ins Geschehen ein, ebenso wie Christian Zerzowi im VW Lupo und Christian Pierz, der ein neues Fahrzeug an den Start bringt. Das Auto ist natürlich wie immer bei einer Rallye rechtzeitig fertig geworden, sprich Mittwoch um 11:45 in der Nacht ist das Auto fertig geworden. Den ersten Meter sind wir gestern gefahren beim Bremsen einbremsen. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal ist am ersten Tag leider Programm. Der kaputte Turbo kann in der Nacht auf Samstag aber getauscht werden und damit steht einer Zielankunft auf Platz 6 nichts mehr im Wege. Schwerer tut sich der italienische Gast im Lavantal. Ruggero Rabaglioli sorgt im Ford Mustang zwar für eine tolle Soundkulisse, mit dem hohen Schotteranteil tut er sich aber sichtlich schwer und liegt daher in der Ergebnisliste schon nach den ersten Sonderprüfungen aussichtslos zurück. Enrico Windisch liegt wie im Rebenland in der LG2 in Führung, bis ihn aber ein Ausrichter auf Sonderprüfung 10 hinter Michael Röck zurückwirft. Wirklich eine schwierige Rallye, vor allem die letzten Prüfungen waren sehr lang, sehr kurvenreich und da waren auch sehr viele Schotter drinnen und das war dann ziemliche Anspannung noch zum Schluss. Wir sind in der LG2 Erster geworden und in der ORC Zweiter und das ist eben ein super Ergebnis für die zweite Rallye. 90er links, wir lang da und. Wir fahren mit bei Günter Knobloch und Jürgen Rausch auf Sonderprüfung 7. Trotzdem aufpassen, ja. 90, rechts 5 kurz, 90, links 5 kurz, 100 Twisty, in rechts, links 6 kurz, Achtung Brems, über rechts 5 kurz Welt, in links 5 kurz, 90, über Gruppe, Achtung 30. Bei Daniel Sattler dürften es noch ein paar km/h mehr gewesen sein, für ihn ging sich aber die Linkskurve danach nicht mehr aus. Der von Elektronikproblemen geplagte René Sampel kann Knobloch nicht gefährlich werden und wir sehen im Lavantal schon mit der zweiten Subaru Sieg. Der Punktestand nach 2 Läufen ist somit ziemlich eindeutig, in der LG2 dagegen ist noch alles offen. Der dritte Lauf im Wechselland wird mit Regen und Nebel am Freitag zur wahrscheinlich schwierigsten Rallye des Jahres, aber Michael Röck sieht es realistisch. Heute ist es halt einmal gut, dass es regnet, weil dann lerne ich das einmal kennen und ja, also wenn es morgen auftrocknet, dann habe ich schon etwas viel Erfahrung. Sauber und sicher durchfahren ist die favorisierte Strategie unter den Teams, auch im Mazda 323. Ja, wir haben uns eigentlich schon gut darauf eingestellt, indem dass wir sagen, ein bisschen runter vom Gas, wo es so rutschig ist, wo man sieht, dass Lehm und ja, Dreck heraus liegt. 7 Teams überstehen den Freitag, nur Kurt Huber im Audi S3 muss schon in Sonderprüfung 1 mit technischem Defekt abstellen. Der Samstag beginnt mit Sonnenschein, aber die Bedingungen sind trotzdem tückisch, wie Christian Zerzowi feststellen muss.
aber es war sicher zu schnell, also das war kurz eng. Ja, wir haben dann eine Notlösung über die Wiesen gesucht und geschaut, dass wir nicht irgendwo noch weiter rauskommen. Nicht ganz so glimpflich verläuft der Ausritt von Christian Pirz. Fahrer und Beifahrer sind unverletzt, weiterfahren im DS3 ist aber nicht mehr möglich. Den wildesten Abflug haben Martin Ritt und Anna-Maria Obernhuber. Die beiden werden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, zum Glück gibt es aber keine Verletzungen. Am Nachmittag steht der größte Sprung des Jahres an und Günter Knobloch macht sich darüber schon ein paar Gedanken. Wir können das natürlich beim ersten Mal nur verlieren, weil wenn wir jetzt natürlich wild langsam drüber fahren, dann sagen alle, oh. Und wenn wir jetzt natürlich uns voll drüber sprengen und dann vielleicht noch irgendwo abbiegen, dann ist natürlich noch mehr lächerlich. Nein, wir werden das ein Mittelding fahren, wir werden sicher nicht flat out fahren, jetzt einmal schauen, es ist schwierig, die Linie zum Erdenken und wir wissen natürlich auch noch nicht, wie das so bis sie verhaltet und das wäre natürlich schade, wenn wir da was kaputt machen. Knobloch springt souverän zum dritten M1-Sieg. Hinter ihm landet Enrico Windisch auf Platz 2, der sich damit auch die Führung in der LG2 zurückholt. Harald Ruiner im Nissan Z350 hat bei der Anfahrt zum Sprung ein kleines Hoppala, kommt aber trotzdem auf Platz 3 ins Ziel. Michael Röck war diesmal eher vorsichtig unterwegs und wird Vierter. Dahinter Christian Zerzavi im VW Lupo auf Platz 5. Die Schneebergland-Rallye findet komplett auf Schotter statt. Umso erfreulicher ist es, dass 2 Heckantriebfahrzeuge den Weg ins Schneebergland finden. Andreas Eigner setzt im 650er BMW auf der ersten Sonderprüfung eine beachtliche Zeit. Auf SP2 folgt aber ein kleiner Ausritt, der den Ausfall bedeutet. Martin Ritt hat sich nach dem Unfall im Wechsel ein robusteres Fahrzeug organisiert. Der Volvo 740 tut sich zwar bergauf etwas schwer, bergab funktioniert es aber ganz gut und bringt ihm volle 25 Punkte für die Rallye Masters Wertung. In Weiz stehen die M1 Rallye Masters wieder in voller Besetzung am Start. Auch die Teamkollegen Enrico Windisch und Kurt Huber sind wieder mit dabei. Ja, Teamauftritt mit gleichem Designer volle Autos ist auch relativ einzigartig. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass alles so durchzieht mit dem gleichen Design? Das hat ein bisschen den Grund, dass wir momentan noch beide relativ Anfänger sind und mit starken Zeiten noch nicht aufzeigen können. Wir müssen noch lernen. Jetzt haben wir einfach gedacht, wenn wir wenigstens einen ordentlichen Teamauftritt machen, fallen wir ein bisschen auf und werden wir ein bisschen Wagen haben. Und so steigern wir uns ja momentan alle zusammen von Rallye zu Rallye und haben schon das Gefühl, dass das was werden könnte. Also Spaß macht es riesig und das ist das Wichtigste dabei. Ein bisschen tief gestapelt wird schon im Interview, denn die Zeiten können sich schon sehen lassen. Windisch fährt noch in 1 Rang 3 und ist damit erneut schnellstes LG2-Fahrzeug. Die Probleme von Kurt Huber beschränken sich in Weiz auf einen Reifenschaden. Er kommt auf Platz 5 ins Ziel. Zwischen den beiden Teamkollegen platziert sich noch Philipp Hahn im Mitsubishi Colt. Martin Ritt im Volvo beschließt die Ergebnisliste, denn es gibt wieder einige Ausfälle. Der 6er BMW von Andreas Eigner wurde auf Asphalt-Setup umgebaut. Mehr Glück bringt ihm das allerdings nicht. Die Hilfe des ortsansässigen Bauern ist zwar gut gemeint, aber nicht erlaubt und führt damit zur Disqualifikation. Christian Pirz und Michael Röck sehen ebenfalls keine Zielflagge. Im DS3 sorgt eine kaputte Turbodichtung für den Ausfall. Bei Röck im Ford Fiesta ist es eine beschädigte Vorderradaufhängung. An der Spitze kämpfen Günter Knobloch im Subaru und Reini Sample im Audi TT. Sample wird von einem defekten Sensor eingebremst und hat nur mehr 2/3 der Leistung zur Verfügung. So fährt Günter Knobloch zu seinem 4. Sieg und gewinnt damit die Rallye Masters 2017. In der M1-Klasse und der Sieger in der ORC-Wertung. Hier das Team Günter Knobloch, Jürgen Rausch! Sensationell, was hier wieder abgeht mit den beiden. Günther, hast du das gedacht? Also M1 war schon anzunehmen, wenn wir keinen Fehler machen. ORC war natürlich deutlich schwieriger. Der neu gekrönte Meister kann allerdings bei der 6. Rallye in Liezen nicht an den Start gehen. Ein Bandscheibenvorfall zwingt Knobloch dazu, seinen Start abzusagen. So wird Reini Sample im Audi TT zum Favoriten auf den M1-Sieg.
Ja, ich glaube, es gibt noch andere Konkurrenten. Natürlich ist es schade, dass der Knobi nicht am Start ist, gesundheitlich. Wir hätten uns gerne gematcht mit ihm, weil jetzt uns ganz gut liegt. Wir waren die letzten 2 Jahre nicht so schlecht da drüben. Aber wir kämpfen selber ein bisschen mit technischen Problemen, immer noch. Also hoffen, dass wir da fehlerfrei durchkommen. Aber grundsätzlich ja, haben wir, glaube ich, schon ein bisschen das Ziel in Augen, die M1 ganz vorne mitzufahren. Auf dem Weg zum Sieg trifft allerdings ein Stein die Ölwanne des Audi TT ziemlich unglücklich, sodass Sample in Führung liegend aufgeben muss. Viele Probleme hat auch Harald Ruiner im Nissan Z350, er kommt aber auf Rang 3 ins Ziel. Dahinter haben Christian Zerzavi und Martin Ritt etwas ungleiche Probleme mit ihren Autos. Dem einen ist der Radstand zu kurz, dem anderen ist sein Auto zu lang und zu schwer. Spaß am Fahren haben aber trotzdem beide. An der Spitze gewinnt Enrico Windisch erstmals in einem Einslauf und fixiert damit seinen ersten Platz in der LG2 Jahreswertung vor Michael Röck. Der letzte Lauf im Lalviertel spielt in der Punktewertung keine Rolle mehr, da Harald Ruiner als einziger Starter in Sonderprüfung 10 ausfällt. Somit hier der finale Punktestand. Günther Knobloch gewinnt mit 4 Siegen vor Enrico Windisch im schnellsten LG2-Fahrzeug. Als Dritter am Podium mit dabei ist Michael Röck. 13 verschiedene Fahrer waren im zweiten Jahr der Rallye Masters am Start. Insgesamt gab es in den ersten beiden Jahren 107 Rallye-Starts mit M1-Fahrzeugen, damit sind die Organisatoren auf jeden Fall zufrieden. Deshalb wird die Rallye Masters auch 2018 fortgeführt. Der erste Lauf steigt am 16. und 17. März bei der Rebenland-Rallye in der Südsteiermark.